Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update. Vermutlich das letzte in diesem Monat und wir machen heute, nachdem wir die letzte Zeit sehr oft hier in Richtung des Marktplatzes und in der Region gearbeitet haben, möchte ich heute zum Abschluss des Monats nochmal woanders hingehen, wo wir lange nicht mehr waren, und zwar der Bahnhof. Heute möchte ich hier vorne in dieser Ecke weiter an der Front bauen. Vielleicht bauen wir auch hier unten ein bisschen am Boden noch weiter. Ich weiß es noch nicht. Erstmal werden wir an der Front bauen und damit fangen wir jetzt heute an. So, wie ihr sehen könnt, gehen die Arbeiten voran. Es sieht jetzt ein bisschen komisch aus natürlich, weil nämlich die Verkleidung außen mit den tanfarbenen Teils, den 1x2er Teils, nicht da ist. Die kommt natürlich noch drauf. Aber ihr seht auch hier jetzt mal sehr gut, wie viele Steine hier jetzt aus den verschiedenen Boxen kommen. Ich habe jetzt hier mal alle Boxen stehen, die ich halt gerade zum Bauen brauche. Und da kommt einiges zusammen, auch einiges an Steinen natürlich wieder. Das sind gar nicht mal alle, hier drüben sind noch mehr. Hier sind die Fenster und andere Steine, die Scheiben etc. Also das sind einige verschiedene Steine, die hier natürlich gebraucht werden, um das Ganze hochzuziehen. Es ist am Ende eher eine Fleißarbeit als jetzt groß designen natürlich. Aber es muss natürlich auch gemacht werden und der Effekt ist natürlich am Ende sehr groß, weil nämlich dann auch endlich mal das Bahnhofsgebäude weiter nach oben wächst. Und wenn wir jetzt dieses Stück Front hier komplett fertig haben für den zweiten Stock, dann ist es natürlich auch so, dass hier mal die zweite Etage von der Vorderfront komplett fertig ist und wahrscheinlich auch mal ein ganz anderes optisches Bild geben wird. Was ich noch sagen möchte, ich habe eure Kommentare gelesen zu dem Bereich da hinten, wo die Schienen sind, in die Ecke. Da kommt auf jeden Fall nochmal eine Stelle hin, wo Fahrräder sein werden. Ich habe gar keine Fahrräder mehr, beziehungsweise ganz wenige. Ich habe jetzt ein paar bestellt, die sind gar nicht mal so günstig, in verschiedenen Farben. Kommen demnächst, das heißt wahrscheinlich im Oktober, der Oktober ist der nächste Monat, werden wir auf jeden Fall da hinten auch noch die Lücke schließen, noch einen Fahrradstellplatz hinbauen. Und falls irgendjemand von euch zufälligerweise noch Fahrräder übrig hat und die nicht mehr braucht, könnt ihr mir gerne schicken. Gleich Spaß. Aber auf jeden Fall, ich brauche Fahrräder. Viele weitere Steine haben wir am Weg hier reingefunden, wie ihr sehen könnt. Und ihr seht auch hier natürlich wieder, dass das Ganze ja doppelt, teilweise sogar dreiwendig sozusagen gebaut wird. Es hat einfach den Vorteil, dass erstens, natürlich, ich habe schon ein paar Mal erklärt, dass die Fenster damit so in einem Zwischenstück stehen können. Dadurch gibt es noch ein bisschen mehr Tiefe. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir innen einfach eine ganz andere Farbe haben können als außen. In dem Fall ist erstmal alles weiß. Eventuell ändert sich das noch, wenn da andere Geschäfte reinkommen. Das entscheidet sich eben dann, wenn die Geschäfte reinkommen. Und von außen seht ihr, dass jetzt auch die großen Bögen dazugekommen sind. Also die grobe Struktur des Ganzen ist jetzt fast fertig. Da fehlt jetzt oben der obere Teil noch mit den ganzen Verzierungen. Dann noch die ganzen Teils, die außen dran kommen müssen. Und dann sind wir in dem Bereich fast schon fertig für heute. Wir kommen natürlich noch ein paar andere Sachen dazu im heutigen Update. Aber da ist ein ganzes Stück an der Fassade nach oben gewachsen. Und ich überlege gerade so ein bisschen, ob wir nicht mal so eine Woche lang oder so einfach mal Fassade am Bahnhof bauen, um den voranzubringen. Aber ich weiß nicht, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ist natürlich ein bisschen kostspielig, weil eben hier sehr viele Steine reinfließen und vor allem auch teilweise sehr teure Steine. Aber würde das ganze Projekt vielleicht auch mal ein bisschen voranbringen, aber schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aus dieser Perspektive seht ihr es jetzt schon sehr schön, dass das neueste Stück Fassade des Bahnhofs fertig ist und es bringt natürlich wieder ein Stückchen Vollständigkeit hier rein, auch dadurch, dass es einfach jetzt mal ein bisschen weniger fehlend aussieht, dass jetzt auch die Fassade wieder höher ist. Wir gehen nochmal außen rum, damit wir uns in der Nähe noch mal ein bisschen anschauen können. Ist natürlich jetzt kein großes Hexenwerk oder dergleichen, es ist einfach endlich da und fertig. Es stecken trotzdem hunderte Steine drin, das habt ihr ja gesehen und kennt ihr ja auch vom Bauen des Bahnhofs. Das ist auf jeden Fall jetzt fertig, ein Stückchen mehr und ich würde sagen, jetzt mache ich gleich noch ein bisschen weiter. Ich weiß noch nicht, was genau, ihr werdet es gleich sehen. So, jetzt seht ihr, wofür ich mich entschieden habe, jetzt hier noch ein bisschen weiter zu arbeiten. Und zwar seht ihr, dass hier eine Straßenlaterne dazugekommen ist und Gehweg und ich auch hier unten diese Dark Grey Mauer unten am Bahnhof hier um die Ecke weitergebaut habe. Und zwar ist die Idee langfristig gesehen, dass ja hier noch eine Straße reingeht, die natürlich auf der nächsten Holzplatte weitergeht, ein bisschen breiter, die zum einen hier hinten ein bisschen zu den Gleisen führt, damit da notfalls irgendwie noch Fahrzeuge hin können etc. Und auf der anderen Seite dieser Straße kommen natürlich dann noch Gebäude hin. Das heißt, diese Straße hat einen doppelten Sinn.
Was genau da an Gebäuden hinkommen wird, das weiß ich noch nicht. Das schauen wir dann mal, wenn wir irgendwann hier in die Richtung mit der Platte weiterbauen. Aber soweit habe ich jetzt schon mal angefangen, das hier zu machen. Die Straßenlaterne war ganz praktisch jetzt anzubinden, denn ich konnte jetzt noch sehr, sehr schön hier die Stromleitung reinlegen, denn hier ist ja eh ein Verteiler drin, der unter anderem auch die Straßenlaterne, diese schwarze da vorne beleuchtet. Und das ist auch das Zeichen dafür, dass hier der altertümliche Teil der Stadt wieder ein Ende findet, denn hier haben wir jetzt wieder die großen weißen Straßenlaternen, während wir ja hier vorne auf dem Marktplatz und auch rundherum diese schwarzen Laternen haben, einfach um das ein bisschen stimmiger wirken zu lassen. Aber hier fängt dann sozusagen das harte Leben wieder an, sage ich jetzt einfach mal. Ich werde es auf jeden Fall hier noch ein bisschen weiter bauen, damit wir einfach hier noch ein bisschen weiter vorankommen. Und ihr seht auch, dass ich jetzt hier mal den Abschluss für die Kante hier gemacht habe. Da musste natürlich eine Baseplate etwas leiden darunter, aber das ist jetzt nicht das große Thema meiner Meinung nach. Aber ich glaube, dass das jetzt auch mal eine schöne Ecke ist. Vielleicht baue ich auch noch ein bisschen an der Wand aus der Außenfassade vom Bahnhof weiter. Wir schauen einfach mal, was sich hier gleich noch so ergibt. Hier sehen wir jetzt das finale Ergebnis für heute. Und es ist doch noch ein bisschen was dazugekommen, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt hier unten die Wand des Bahnhofs soweit, zumindest von außen. Innen habe ich jetzt noch nicht weitergebaut, da fehlen mir noch ein bisschen die Steine. Auf jeden Fall von außen so weit hochgezogen, wie es jetzt schon mal im grundfesten stand. Auch die Fensterrahmen sind drin, die Scheiben noch nicht, denn die sind noch unterwegs. Ich brauche nämlich neu, ich habe es heute, glaube ich, schon mal gesagt. Ansonsten sind hier noch 2 Figuren hinzugekommen, das heißt, ich blende gleich unten wieder ein, hoffentlich, dass es jetzt mehr dazugekommen sind. Ich glaube, wir sind jetzt bei 410, wenn ich mich nicht irre. Und das Ganze storytechnisch ist relativ einfach. Das ist ein Handwerker, der sich gerade irgendwas zu essen geholt hat, entweder von da vorne auf dem Marktplatz oder vielleicht von hier irgendwo in einem Geschäft hier drin. Und das ist einfach jemand, der hier mit so einer Liste nach vorne läuft. Keine Ahnung, was der genau vorhat, kann man sich ja selber überlegen. Bevor jetzt die Frage aufkommt, wird man diese Straße überhaupt irgendwann noch gut sehen können, wenn hier weitere Tische drin sind? Also wird man das überhaupt noch richtig sehen können? Vor allem, wenn man bedenkt, dass auf dieser Seite ja die Altstadt ist. Das heißt, von hier aus wird die Straße vermutlich zum größten Teil aus der Sichtlinie verschwinden. Was aber auf jeden Fall nicht verschwinden wird, ist die Sichtlinie von hier drüben. Das heißt, wenn man hier steht, sich hier die Gleise anschaut, dann wird man hier in diese Straße hineinschauen können. Das ist ein Blickwinkel, den ihr eher selten seht. Und auch dann hier drüben auf der Seite die weiteren Gebäude, die dann auf den nächsten Tisch kommen. Das heißt, die Straße hier wird auf jeden Fall zu sehen sein. Was ich auch noch plane, ist, dass ich hier wahrscheinlich auf der rechten Seite, also da, wo es noch die Straße hin muss, auf dieser Platte, Parkplätze hinbaue. Einfach so ein paar Parkplätze, damit auch ein bisschen Leben hier reinkommen kann. Und wie gesagt, die Straße wird dann hier drüben auf der nächsten Platte fortgeführt und endet halt jetzt hier relativ abrupt. Ist wahrscheinlich eine Sackgasse. Ich glaube nicht, dass ich sie hier vorne rumführen werde. Schauen wir mal. Ist auch eine Sache, die jetzt nicht heute noch nicht entschieden werden muss. Aber wir wissen ja auf jeden Fall, dass hier die Gleise weiter vorne kommen und hier ja dann schon der Bahnsteig ist. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass der Bahnhof endlich mal wieder Thema war und vorangekommen ist. Und es ist auf jeden Fall ein ganzes Stück, das jetzt hier wieder gewachsen ist. Und ich habe jetzt auch wieder Lust bekommen, auch wieder ein bisschen mehr am Bahnhof zu arbeiten. Wir werden natürlich hier vorne weiterhin die Lücken schließen, aber hier ab und zu werde ich auch was anderes machen, allein auch schon, weil ich Steine brauche, beziehungsweise die Muße fehlt für neue Ideen oder ich auf irgendwas anderes warten muss. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir zwischendurch was anderes machen. Bahnhof wird auf jeden Fall auch wieder langsam Thema sein. Wir hatten ja eine Zeit lang relativ viel am Bahnhof gemacht, dann wieder nicht, weil eben auf dem alten Layout der Tisch nachgegeben hatte. Das Problem haben wir jetzt glücklicherweise nicht mehr. Deshalb sollte auch der Bahnhof, denke ich, wieder mal ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Und ich denke auch, dass ich hier innen drin endlich mal wieder weitermachen werde. Nicht nur mit den Geschäften, die noch fehlen, sondern auch hier in dieser Ecke unten ist meine Idee ja immer noch, dass hier ein Spielzeugladen reinkommt. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was da drin sein sollte, etc. Ich habe ja über die letzten Monate schon ein bisschen was zusammengesucht, was ich da einbauen kann. Ansonsten gehen wir jetzt nochmal außen herum, damit ihr das Ganze sehen könnt. Ich versuche nicht über irgendwas beim Rückwärtslaufen zu stolpern. Und dann sehen wir jetzt hier den Bahnhof in seiner aktuellen Größe. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Mammutprojekt und wir sind heute ein ganzes Stück vorangekommen. So viel dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein in diesem September. Schauen wir mal, was sich im Oktober alles so ergibt. Ich bin selbst gespannt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue. Und ja, die Hochrechnung sagt Oktober 10.000. Bin ich gespannt. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim selber bauen. Bis zum nächsten Mal hier aus der Brickworld und tschüss.